Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter, freies Wasser und Obst zur Selbstbedienung. Bei Brückner in Leonberg gehört das mittlerweile zum Alltag. Seit Regina Brückner die Geschäftsleitung des Maschinenbauunternehmens übernommen hat, hat sich hier einiges verändert. Die Beteiligung der Mitarbeiter hat inzwischen oberste Priorität. Es ging uns immer um die Frage, wie können wir Mitarbeiter noch mehr einbinden und motivieren, sich einfach auch für die Unternehmensentwicklung zu interessieren und mitzumachen. Und da kam eben die Idee auf, das Thema Gesundheitsmanagement anzugreifen, wobei es eben nicht um die Gesundheit im Sinne von körperlicher Fitness ging, sondern eben auch um das Ganzheitliche, den Menschen als Ganzen, wie er mit seiner Arbeit an seinem Arbeitsplatz und den Gegebenheiten an sich umgehen kann. Was mit dem reinen Gesundheitsmanagement begann, hat sich zu einem umfassenden Prozess der Unternehmensentwicklung gemausert. Fit at Work heißt das Programm, das sich mittlerweile um fast alle Bereiche des Miteinanders kümmert. Mit Unterstützung eines externen Beraters stehen Geschäftsführung und Mitarbeiter in ständigem Dialog, um notwendige Änderungen frühzeitig zu erkennen und umzusetzen. Es geht darum, Beteiligung zu ermöglichen, es geht darum, Transparenz zu schaffen und es geht darum, kreative Lösungen zu fördern. Und das geschieht durch Beteiligung, dass möglichst viele Mitarbeiter im Prozess mit drin sind. So wird Eigenverantwortung und Zusammenarbeit gefördert und das Arbeiten macht mehr Spaß. Seit 60 Jahren stellt die Firma Brückner Anlagen zur Textilveredelung her. Die Kunden kommen aus der ganzen Welt, der Vor-Ort-Service gehört ebenso zum Geschäft wie die ständige Weiterentwicklung bestehender Anlagen. Der traditionell stark ingenieursgeprägte Betrieb musste sich neuen Herausforderungen stellen, auch um weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Zum Beispiel für Melanie Rojas Vázquez. Als sich bei ihr Nachwuchs ankündigte, suchte sie gemeinsam mit der Geschäftsführung eine Lösung, wie sie ihrer Aufgabe auch weiterhin nachkommen konnte. Und zwar habe ich ein Stillzimmer eingerichtet bekommen, wo ich nach der Geburt meines Sohnes, so hatte ich die Möglichkeit, nach dem Mutterschutz wieder voll in der Firma zu arbeiten und konnte es dann gut verknüpfen, Familie und Beruf. So war ich dann auch nicht so schnell aus dem Beruf draußen, sondern war am Arbeitsleben und der Firma beteiligt. Also ich habe nichts verloren, weil ich Homeoffice und, wie gesagt, dieses Stillzimmer zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ein weiteres Element für den langfristigen Unternehmenserfolg ist der Wissenstransfer und ein fruchtbarer Dialog zwischen älteren und jüngeren Mitarbeitern. Bei Brückner helfen beispielsweise altgediente Ingenieure im Ruhestand, dem Nachwuchs das nötige Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. Das ist sicherlich die große Herausforderung, die wir heute haben, dass eben junge Menschen mit den Mitarbeitern, die bei uns seit vielen Jahren da sind und auch lange Betriebszugehörigkeit haben, umgehen müssen. Man muss aufeinander zuhören, akzeptieren, dass man unterschiedliche Herangehensweisen hat, aber auch durchaus interessante Sichtweisen, die sowohl das Unternehmen, die Technik, aber auch insgesamt die Gesamtorganisation voranbringen. Grundlage für den Wandlungsprozess war eine Mitarbeiterumfrage, die erste in der Geschichte der Firma. Alle Änderungen in der Unternehmenskultur haben die rund 500 Beschäftigten so selbst mit angestoßen, auch wenn sich manche erst an die neuen Möglichkeiten gewöhnen mussten. Viele waren überrascht, dass sie befragt werden zu den Themen. Und es ist auch ein Überzeugungsprozess, die Mitarbeiter zu motivieren, wirklich ihre Meinung zu sagen. Manch einer ist es gar nicht gewohnt, wirklich konkret seine Wünsche zu äußern. Auf der anderen Seite, man kann nie alle Wünsche erfüllen. Man muss eben den Kompromiss finden für das, was am Arbeitsplatz sinnvoll ist, aber auch was für die Unternehmensentwicklung als Ganzes notwendig ist. Einen Tischkicker und vielleicht sogar eine Obstschale gibt es mittlerweile in vielen Unternehmen. Dass sie Teil eines langfristigen Konzeptes sind, macht das Fit at Work-Programm bei Brückner aber zu etwas Besonderem.